Hallo ihr Lieben, ich zeige euch, wie man einen solchen Katzen- oder Hundekorb häkeln kann. Das wird eine runde Version werden. Dafür nutze ich Sisal. Das nennt sich auch zum Beispiel Gartenschnur oder Paketband oder Packband. Das kann man genauso gut verwenden. Und einen 7 mm Haken. Ich hoffe, man kann sehen. Auf jeden Fall ist es ein 7er Haken. Ich mache das Ganze in Kreisform und dazu mache ich erstmal einen Knoten. Ich bilde einen Kreis, lege den Faden darunter und ziehe den Faden, den ich darunter gelegt habe, mit dem Haken hoch. Und dann ziehe ich an beiden Fäden und mache das etwas fest. Und das ergibt einen Knoten. Ruhig bei dem Seil, bei Garn kann man das ja nicht wirklich fester ziehen, damit das Ganze am Anfang stabiler wird. So, ich fange an mit 4 Luftmaschen. Um Luftmaschen zu machen, macht man einen Überschlag, also man holt den Faden auf den Haken und dann zieht man diesen durch diese Masche bereits durch. Das war jetzt der erste, das ist der zweite, dritte und vierte. Oder die vierte Masche, eher gesagt. Das Ganze verbinde ich zu einem Ring, aber ich sehe gerade, das wird ein bisschen knapp. Wir machen lieber 5 Maschen. Machen wir noch eine 5. So, jetzt verbinde ich das Ganze zu einem Ring. Dazu gehe ich in die erste Masche, die ich gebildet habe, mit dem Haken rein. Dann hole ich den Faden, ziehe ihn über den Haken drüber und diesen Faden ziehe ich durch die erste und durch die zweite Masche gleichzeitig durch. Das ist eine Kettmasche. Jetzt hat sich hier ein Ring gebildet und in diesen Ring häke ich jetzt feste Maschen rein. Also wir gehen nicht in diese Maschen, die sich außen gebildet haben, sondern in dieses Loch, was sich hier drin gebildet hat. Feste Maschen macht man folgendermaßen: Man sticht ein, also normalerweise will man eine Masche einstechen, aber diesmal stechen wir in den Ring. Dann holt man den Faden und diesen holt man durch. So hat man 2 Laschen auf seinem Haken. Dann holt man den Faden nochmal und diesen zieht man durch beide Laschen durch. Das ist eine feste Masche. So, jetzt haben wir eine. Jetzt häkeln wir weiter. Das ist die zweite. Dritte. Vierte. Fünfte. Sechste. Siebte. Achte. Jetzt ziehe ich das noch ein bisschen zusammen, damit ich noch ein bisschen Platz habe. Und das ist jetzt die 9. feste Masche. Und jetzt gehen wir in die erste, die wir hier gebildet haben, stechen wir mit dem Haken ein, holen den Faden und ziehen den durch die Masche durch und ziehen den auch durch diese durch, damit wir erneut eine Kettmasche haben. Nun für die nächste Runde mache ich eine Luftmasche
Und wir machen jetzt Zunahmen. Das heißt, wir häkeln in jede nächste Masche 2 Maschen rein. Somit verdoppelt sich die Anzahl, die wir hier haben. Also wir gehen jetzt in diese Masche rein, holen den Faden, ziehen das hier durch. Da haben wir wieder 2 Laschen auf dem Haken. Dann holen wir den Faden nochmal und ziehen den durch beide durch. So haben wir erneut eine feste Masche. Und jetzt gehen wir in dieselbe Öffnung rein. Also hier hatten wir vorher die Masche gemacht. Jetzt gehen wir wieder rein und machen erneut eine feste Masche. Somit haben wir eine Zunahme gemacht. Und das machen wir jetzt die ganze Runde lang, bis wir wieder an der Stelle angekommen sind, wo wir die Kettmasche gemacht haben. So sieht die erste Runde aus. Insgesamt habe ich jetzt 18 Maschen gehäkelt, weil vorher hatten wir 9 und da wir es verdoppelt haben, sind es jetzt 18 geworden. Jetzt sind hier noch 2 Maschen übrig. Das war die Kettmasche und das war die Luftmasche, die wir gemacht haben. Und in die Luftmasche, die wir gemacht haben in der ersten Reihe, häkeln wir jetzt eine Kettmasche. Das heißt, wir gehen hier wieder mit dem Haken rein, holen den Faden und ziehen den durch diese und durch diese Masche durch. Das war eine Kettmasche. So, für die nächste Runde werden wir jede zweite Masche erhöhen. Das heißt, diese Masche häkeln wir normal. Und in diese Masche kommt eine Erhöhung rein. Das heißt, hier häkeln wir 2 neue Maschen rein. Erste und die zweite. In die nächste wieder eine normale. Und hier kommt wieder eine Erhöhung rein. Eine Masche und die zweite in dieselbe Öffnung. Und das machen wir wieder, bis wir an der Stelle angekommen sind. Diese Runde beende ich ebenfalls mit einer Kettmasche hier in die Luftmasche, die wir gebildet haben. Und ich mache erneut eine Luftmasche. Die nächste Runde wird so sein, dass wir in jede dritte Masche eine Erhöhung häkeln. Das heißt, die ersten 2 werden normal gehäkelt, die ersten 2 Maschen. 1 und 2. Und in die dritte Masche kommt eine Erhöhung rein. Also erneut 2 Maschen normal. Und in die dritte eine Erhöhung. Die Runde beendet ihr dann wieder mit der Kettmasche und macht wieder eine Luftmasche. Die Runden werden weiterhin immer so erhöht, dass in der nächsten Runde man jede 4. Masche erhöht, dann jede 5., dann jede 6., dann jede 7. Maschenerhöhung und so weiter. Und man häkelt so viele Runden, wie groß eben der Grundboden dafür werden soll. Wenn ihr nicht jede Runde mitzählen wollt, wo ihr nun aufhört und eine neue Reihe anfangt, könnt ihr auch einfach diese Stelle
bei der Kettmasche markieren. Ich habe jetzt zum Beispiel eine ganz normale Büroklammer. Die schiebe ich jetzt hier einfach über die Masche und lasse das so hängen. Und dann weiß ich, wo ich dann wieder aufhören muss und die Kettmasche mache. Aber ihr könnt auch stattdessen zum Beispiel ein andersfarbiges Garn nehmen und hier so ein Stück Garn durchmachen oder dran knoten. Das könnt ihr dann später wegschneiden. Oder speziell Maschenmarker nehmen, wenn ihr wollt. Ich will euch noch kurz ein paar Tipps geben, die auch zum Häkeln einer Mütze ganz gut zu gebrauchen sind. Also wenn beim Häkeln dieses Grundkreises zum Beispiel so etwas passiert, dass sich das Ganze so wölbt, dann empfehle ich euch, einen kleineren Haken zu nehmen oder einen dünneren Haken zu nehmen. Und wenn das Ganze eher aussieht wie so ein Korb schon, also das nicht flach ist, sondern eher so eine Schale bildet, dann nehmt einen größeren oder einen dickeren Haken. Wenn dann bei euch der Faden zu Ende ist und ihr einen neuen Knäuel braucht, dann könnt ihr diese beiden Enden einfach mit einem Knoten zusammenfügen. Und dann richtig festziehen. Ich ziehe das auch noch über Kreuz immer so und dann nochmal so. Oder dann häkelt ihr ganz normal weiter. Und das könnt ihr dann, wenn ihr das verhäkelt habt, noch ein bisschen kürzer abschneiden oder im Stoff mit dem Haken verstecken. Eine Grundfläche für den Korb ist jetzt soweit fertig. Ich habe insgesamt 16 Runden gebraucht. Hier ist noch mein Marker für den Abschluss der Runde oder der Runde. Und wenn dann bei euch die Grundfläche soweit ist, geht es darum, die Höhe für den Korb zu häkeln. Oder die Wände eher auch gesagt. Und das machen wir folgendermaßen. Wir häkeln wieder Runde für Runde weiter in festen Maschen. Und wir häkeln ohne Zunahmen und ohne die Runde abzuschließen. Das heißt, wir werden hier an dieser Stelle keine Kettenmaschen machen und keine Luftmaschen, sondern wir häkeln ununterbrochen, Runde für Runde. Und das wird sich dann wie ein Schlauch jetzt weiter hier hochziehen. Und wir häkeln so lange, bis wir die benötigte Höhe für unseren Korb haben, so wie man es gerne möchte. Und wir brauchen die doppelte Höhe, weil wir dann diesen Rand umschlagen werden, damit er eine bessere Stabilität gibt. Wenn man ihn nämlich nicht umschlägt, dann ist das Ganze wabbelig und man kann es dann eigentlich nicht als Korb ansehen. Gerade für Haustiere wäre das dann nicht zu gebrauchen. Also wie gesagt, in festen Maschen Runde für Runde, ohne Kettmasche, ohne Zunahme, nur feste Maschen. Wenn ihr dann die letzte Masche fertig gehäkelt habt, schließt ihr das Ganze so ab, dass ihr das verknotet. Und zwar holt ihr den Faden und zieht den einfach durch die letzte Masche durch. Ganz durchziehen. Und richtig festziehen. Jetzt drehe ich das Ganze noch so rum und ich verstecke den Faden hier drin. Dazu gehe ich mit dem Haken in Zickzackform in den Stoff rein. Dann ziehe ich den Faden hier durch. Und dann verknote ich ihn hier noch an dieser Stelle, damit er fest sitzt. Dazu bilde ich hier so eine Schlaufe. Hier ist noch ein bisschen Faden übrig. Und diesen ziehe ich noch durch die letzte Schlaufe. Das ziehe ich auch noch fest. So. Das kann man noch ein bisschen kürzer schneiden, wenn man möchte. Das Innere von dem Korb, das ist das hier. Und jetzt stülpe ich diesen ganzen Stoff hier rum.
Und durch das Umstülpen wird das Ganze stabiler. Und euer Korb ist dann fertig.